Wann hast du die letzte Inspektion an deinem RC-Car gemacht? Bei mir ist es bei dem HGP 802 jetzt 3 Jahre her und mit dir zusammen möchte ich im Video herausfinden, was jetzt alles kaputt ist. Viel Spaß, nach dem Intro geht's los. Zu Beginn habe ich das Fahrzeug einmal aufgebockt und hier auf so eine schöne weiche Fußmatte gestellt, sodass wir das gleich auch mal zusammen hinlegen können. Als erstes versorge ich das Fahrzeug mit Strom und gehe erstmal die wichtigsten Funktionen durch. Der Gute hier ist angeschlossen. Achtung, er verfügt auch über ein Soundmodul. Das heißt, es wird jetzt ein bisschen lauter. Ich werde die normalen Funktionen Lenkung links-rechts ausprobieren. Dann natürlich das Zweiganggetriebe, ob es sauber schaltet. Und hier auch die Sattelplatte, ob die auch noch einwandfrei funktioniert. Und das machen wir doch mal. So, das funktioniert auf jeden Fall, alles soweit sauber. Was mir hier so ein bisschen aufgefallen ist, dass diese Kardanwelle ein bisschen eiert. Gut, man darf auch nicht vergessen, dieses Modell hier habe ich damals schon gebraucht und sehr günstig geschossen. Aber ja, so ein bisschen eiern ist völlig okay. Die Hauptfunktionen sind bei diesem Fahrzeug gewährleistet. Die funktionieren schon mal. Es gibt allerdings etwas, was bei diesem Fahrzeug besonders beansprucht wird. Und das sind vorne diese beiden Achsen. Ich habe zu Beginn, als ich dieses Fahrzeug hier gekauft habe, nicht nur einen Hobbywing 1080 Regler nachgerüstet, sondern auch die Differentiale alle komplett gesperrt. Das bringt im Gelände einen wahnsinnigen Vorteil bei diesem Modell. Allerdings muss man sich auch im Klaren sein, wenn man hier kein Harz oder Fett verwendet, sondern wirklich die Differentiale zu 100% fest sperrt, dass das unheimlich auf die Materialien geht und das spiegelt sich bei der Lenkung wider. Denn das Fahrzeug möchte geradeaus fahren und was ein Fahrzeug mit gesperrten Differentialen nicht mag, das ist in die Kurve fahren. Jetzt gibt es natürlich die Situation, dass du im Sand fährst, da passiert dann nicht viel, weil der Untergrund schön weich ist, aber ich bin gelegentlich auch mal auf der Straße mit diesem Fahrzeug unterwegs und dann leidet vorne die Lenkachse massiv und das ist etwas, das sollten wir uns angucken. Wenn wir uns die Hinterachsen ansehen, die Räder, die sind bombenfest, da tut sich nichts. Diese beiden Achsen können aber auch nicht lenken und werden nicht so stark beansprucht. Die fahren einfach die ganze Zeit geradeaus. Wie sieht das Ganze jetzt vorne aus? Hier sehen wir schon, guck dir mal den Reifen an. So, das heißt, die Räder hier, die sind ziemlich locker und auch auf der anderen Seite kann ich dir jetzt bestätigen, eiern diese Räder hier genauso. Ein bisschen Spiel ist völlig normal, weil es sich im Gegensatz zu hinten nicht um Starrachsen handelt, sondern weil hier vorne natürlich auch ein Gelenk drin ist mit einem Antriebsknochen, um diese Achsen lenken zu können. Aber das hier ist definitiv zu viel Spiel. Hier sehen wir es auch noch mal richtig gut. Das geht gar nicht und so sieht das Ganze nach 3 Jahren aus. Erste Sache, die wir jetzt heute machen, wir nehmen vorne mal die Räder runter und schauen uns mal an, wie die Schrauben hier so aussehen. Schritt 1, das Entfernen der Radkappen. Geht ganz einfach hier mit so einem kleinen Schlitzschraubendreher.
So, haken wir da mal so ein bisschen vorsichtig unter. Und dann gehen die sehr leicht ab. Zack. So, da haben wir es schon. Und wir sehen schon, das eiert. Es kommt aber nicht nur von den Reifen. Die sind relativ fest. Wir sehen auch hier, dass die Radnabe ganz gut eiert. Reifen lösen tue ich hier mit so einem kleinen Akkuschrauber. Ja, und wir haben schon gesehen, die Schraube war gar nicht zu 100% mehr fest. Das hier, das hörte sich schon besser an. Wir verwenden gleich auf alle Fälle Schraubensicherungslack der Stufe Mittel. So, und jetzt können wir mal hier so ein bisschen schauen. So, hier haben wir natürlich die Knochen, die so ein bisschen Spiel haben. Das ist auch völlig in Ordnung. Das hat dieser hier auch. Aber auch hier haben wir überall so ein bisschen Spiel dran. Was ich jetzt nach 3 Jahren empfehle, einfach mal hier die Schrauben einmal nachziehen, kontrollieren, ob alles soweit passt. Durch die Fahrvibration löst sich das alles. Ich denke, man hat es hier auch schon ganz gut gesehen, dass die eine oder andere Schraube etwas locker war. Wenn man merkt, dass eine Schraube besonders locker ist, dann kann man auf jeden Fall auch mit Schraubensicherungslack arbeiten. Das geht hier aber alles noch. Oh ja, die war schon deutlich lockerer, läuft jetzt aber auch wieder. Dann gehen wir mal hier unten ran. Da brauchen wir den nächstgrößeren Schraubendreher aus unserem Bordwerkzeug. Das fühlt sich gut an. Das sieht auch gut aus. Wo wir jetzt natürlich schauen müssen, ist dieser hier. Entweder man hat so einen Kegelimbus, den habe ich nicht. Aber wie kriegen wir den denn jetzt fest? Ganz einfach. Ich nehme hier einfach so einen Inbus, wie man ihn aus fast jedem kleineren Werkzeugkasten kennt. Und dann drehen wir auch hier nochmal die Schrauben nach. Immer dran denken, nach fest kommt ab. Ja. So, dann können wir diesen Bereich hier auch einmal so ein bisschen sauber machen. Wir sehen schon, sitzt überall so ein bisschen Sand dazwischen. Dazu kann man hier gerne so eine alte Zahnbürste nehmen. Das nutze ich immer sehr gern. So ein bisschen Spiel hier, das kann man nicht aufhalten. Das ist so bei diesem Fahrzeug. Ist aber auch kein Problem. So. Der kommt wieder drauf. Der sitzt schon mal gut. Das wird jetzt hier auch eine schnelle Inspektion mit den wichtigsten Dingen, die man erledigen sollte. Ich habe ganz zu Anfang einmal die Achsen und die Differentiale auseinander gehabt, um diese zu sperren. Das heißt, da brauche ich jetzt nicht nach dem Öl gucken, denn da ist keins mehr drin. Das Getriebe schaltet sauber. Hier gehe ich nach der Devise Never touch a running system. Das lasse ich genauso, wie es ist. So, da haben wir unseren kleinen Stift verloren. Der kommt da gleich wieder rein. Zack. Den hier auch noch ein bisschen reinigen. Dann kommt der auch wieder drauf. Wunderbar. Hier gehen wir auch noch mal kurz rein, schauen uns die kleinen Schrauben an. Die ganz kleinen, die hatte ich vorhin nicht. Und auch hier die Dämpfer habe ich oben noch nicht nachgezogen. Das machen wir jetzt. Ja, die waren auch etwas lose. Auch hier sollte man aufpassen, dass es nicht zu fest ist. Ja, aber es fühlt sich gut an. Einfach so ein bisschen mit Gefühl machen. Und man merkt schon, alle Schrauben
lassen sich so eine Viertel bis halbe Umdrehung noch mal so ein bisschen nachziehen. So, das kommt einfach mit der Zeit durch die ganzen Vibrationen. Das Fahrzeug arbeitet natürlich auch. Und um ehrlich zu sein, schone ich diese Fahrzeuge auch in keinster Weise. So, den schauen wir uns auch noch mal eben an. Ja, der fühlt sich aber gut an, das ist soweit in Ordnung. Auch hier bei der Lenkung ist alles in Ordnung. Die hat auch noch Kraft. Das ist ja hier bei diesem Fahrzeug etwas Besonderes. Es handelt sich hierbei um eine Seilzuglenkung. Wir schauen hier nochmal in unsere Felgen, ob alles sauber ist. Dort, wo die Radmitnehmer später sitzen. So. Das sieht soweit gut aus. Dann nutze ich jetzt mittleren Schraubensicherungslack. Ist meistens einer in einer blauen Farbe. Bitte keinen hochfesten Schraubensicherungslack. Sonst kannst du, wenn du mal die Räder runter haben möchtest, gleich die Achsen mittauschen. Denn die kriegst du nie wieder getrennt. So, schrauben wir das einmal richtig mit Schmackes fest. So. Wunderbar. So. Wir sehen, dieser Reifen hier, der hat noch Spiel. Nicht mehr so viel wie vorher, aber das liegt tatsächlich an dem Knochen. Da werden wir nicht viel dran ändern können. Aber der hier vorne, der sitzt doch schon wieder richtig gut. Das ist doch klasse. Das freut mich. Also dieser hier, der hat so ein bisschen sein Rütteln. Da kann man jetzt nochmal bei dem Antriebsknochen schauen, ob man den mal austauscht oder wo dieses Spiel dort genau herkommt. Aber ich erinnere mich daran, dass es auch, als ich den Wagen geholt habe, schon genauso war. Hier vorne ist es fester und ich habe ja auch noch den HGP 801 und, Achtung, da ist es genauso, dass einer fest ist und der andere ein bisschen wackelt. Also gehe ich davon aus, dass das alles in Ordnung ist. Dann setze ich hier die Radkappen wieder drauf. Knack und die zweite. So, wunderbar. Das gucken wir uns jetzt auch mal eben auf der entgegengesetzten Seite an, auf der Beifahrerseite. Willkommen auf der Beifahrerseite. Auch hier starten wir damit, die Radkappen vorsichtig runterzunehmen. Zum kleinen Schraubendreher geht das wirklich sehr, sehr schön. Aufpassen, dass man sich hier nicht die Felgen vermackt. Und wir schauen mal. Und wir sehen schon, das liegt hauptsächlich am Antriebsknochen. Das heißt, ich kann jetzt hier sehr, sehr viel festziehen. Ob das allerdings was bringt, das wage ich zu bezweifeln. Das schauen wir uns hier sofort mal an. Auch hier die Schraube inzwischen relativ lose. Diese hier war noch recht fest, aber die darf auch gerne ein bisschen fester sein. So. Und jetzt sehen wir schon, dass hier der Knochen ziemlich stark arbeitet. Vorne sogar noch stärker. Und das möchte ich mir ganz gerne mal mit dir etwas genauer anschauen, woran das jetzt wo liegen kann. Dazu nehmen wir das einmal ab. Schraube Nummer 1. Bei der Schraube nutze ich hier diesen Imbus. Klar, da muss man hier häufiger mal ansetzen. Vielleicht hat man auch eine kleine Ratsche mit dem passenden Aufsatz. Das würde hier natürlich sehr, sehr helfen. Und das Ganze etwas schneller erledigen. Dann haben wir das hier auch schon raus. Und so sieht hier unser Antriebsknochen aus. Der ist aber noch völlig in Ordnung. Der ist nicht abgenutzt. Es ist alles in Ordnung. Ja, der schwarze Lack hier und da an den Enden so ein ganz, ganz kleines bisschen weg.
Aber wir nehmen das jetzt hier mal runter. Dann setzen wir hier das Ganze einfach mal drauf. So sieht das übrigens aus. Das ist hier diese Antriebswelle, die sitzt hier drauf. Ja, und so ein bisschen Spiel hat man hier einfach. Das ist auch völlig in Ordnung. Wichtig ist einfach, dass nichts defekt ist. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Wenn es ab Werk aus so ist, dass das Spiel ist, okay. Wichtig für mich, nichts defekt, dann hätte ich Handlungsbedarf. Jetzt kann man hier natürlich anfangen und hier irgendwie so einen kleinen Gummipuffer oder sowas reinsetzen, wie man es von Tamiya zum Beispiel kennt. Dann würde das Ganze auch etwas stiller sein und nicht mehr so stark wackeln. Das wäre eine Option, die könnte ich mir durchaus vorstellen. Oder auch hier so ein kleines Stückchen Schaumstoff rein. Ein bisschen festerer Schaumstoff, vielleicht so eine Art Moosgummi. Das könnte ich mir in der Tat sehr, sehr gut vorstellen. Und das probieren wir doch mal eben aus. Warum eigentlich nicht? Was ich jetzt hier zu Hause hatte, war ganz einfach ein kleines Stückchen, ja, Filz. So sieht das Ganze aus. Die Farbe ist, glaube ich, relativ egal. Das sieht man später sowieso nicht. Das werde ich dann hier später bei der Antriebswelle reinpacken. Jetzt werde ich das erstmal ein bisschen reinigen, denn wenn wir sowieso gerade schon dabei sind, und das auseinander haben, dann können wir es auch eben ein bisschen sauber machen. Das Kugellager hier ist völlig in Ordnung, funktioniert einwandfrei, das passt alles ganz wunderbar. Alle Schrauben nachziehen, wie wir das vorhin auch schon auf der anderen Seite getan haben. Gerade diese Schrauben hier, die lösen sich gerne, das funktioniert aber gut. Ja, da konnten wir ordentlich nachziehen. Die ist fest. Hier hat zum Beispiel mal jemand zu fest gezogen. Das sehen wir daran, dass diese Gummimuffe hier kaputt ist. Das heißt, der Stoßdämpfer hier, der ist zu stark festgeschraubt worden. Ich lasse es jetzt so. Da kann man sicherlich ein Ersatzteil bestellen. Stört mich jetzt nicht, aber wäre sicherlich eine Sache, wo man auch nochmal nachgucken kann. Auch hier die anderen Schrauben kurz nachziehen. Das macht aber einen festeren Eindruck als drüben. Im nächsten Step möchte ich jetzt das hier wieder zusammensetzen und dann auch gerne hier mit meinem Filz einmal ausprobieren, ob das klappt. Weil wenn das was bringt, ja, dann werde ich das doch gleich auf der anderen Seite alles auch nochmal machen. Jetzt schauen wir uns erstmal an, ob es denn wirkt. So, zack. Hier das Kugellager auch. Ja, da ist ein ganz, ganz minimalistisches Spiel drin, was aber völlig gesund ist. Das passt auf jeden Fall. Wir wollen ja das hier an dem Knochen so ein bisschen wegkriegen. Also ich finde, das Spiel ist bis jetzt genauso. Klar müssen wir uns das anschauen, wie es jetzt aussieht, wenn es auch wirklich fest ist. Aber im ersten Step ist das Spiel in meinen Augen völlig gleich. Das ist fest, das ist gut. Der kommt auch wieder rein. Der kommt auch wieder drauf. So, und der hier, der war ja besonders stark am Wackeln. Setzen jetzt den Reifen mal drauf. Ich habe nicht die Hoffnung, dass es wesentlich fester ist, aber es ist zumindest nichts defekt. Das ist ja das Wichtigste. Der Rest ist in meinen Augen Verarbeitung. Wenn einen das stört, dann kann man da nochmal schauen, wie man das wegbekommt. Dieses Filz hat jetzt, glaube ich, nicht wirklich viel gebracht. So, fest. Und wir sehen genau dasselbe Spiel wie vorher, aber wie gesagt, nichts defekt, alles in Ordnung, nicht schön, also hier vielleicht nochmal was dran machen. Ich werde jetzt hier keinen Filz reinpacken, wir sehen hier auch nochmal, das wackelt, alle Schrauben sind fest, Kugellager sind in Ordnung. Wer weiß, warum es so ist,
Ich werde daran erstmal nichts ändern. Es hat bisher gut funktioniert, es hat mich nicht gestört. Und solange alles heile ist und sich nicht weiter auswäscht, ist alles okay. Ich werde es jetzt weiter im Blick behalten, ob es stärker wird. Gerade halt, weil diese Teile besonders stark belastet sind. Und wir sehen hier, der ist richtig schön fest. Ich denke, man kann es gut sehen. Der hier ist auf alle Fälle wieder fester. Ha! Das gefällt mir schon mal sehr gut. Okay, hier habe ich noch ein bisschen Spiel. Das habe ich auf der anderen Seite auch. Aber es hat sich auf alle Fälle schon mal verbessert. Jetzt gehe ich natürlich noch die Schrauben an der Hinterachse einmal durch, ziehe alle nochmal fest und jetzt möchte ich mit dir gemeinsam nochmal unter das Fahrzeug schauen. Hier unter dem Fahrzeug schaue ich mir natürlich auch die besonders belasteten Teile an. Das sind natürlich hier diese Kardanwellen, das sollten wir uns auf jeden Fall anschauen. Hier sehen wir jetzt auch nochmal die Reifen, das ist ganz interessant. Dieser hier, der eiert, da wackelt der Knochen, der hier ist fest. Hier wackelt der und der vorne ist fest. Also auch, ja, sehr interessant, wie ich finde, dass das so, ja, wie soll ich sagen, direkt über Kreuz stattfindet. Ja, das ist schon relativ lustig, aber Hauptsache, es läuft. Hier hinten habe ich jetzt auch nochmal die Schrauben nachgezogen und was natürlich ganz, ganz besonders viel belastet wird, das ist die Kardanwelle. Deswegen schaue ich mir die auch nochmal an. Wie man vielleicht erkennen kann, wurde hier mit Schraubensicherungslack schon gearbeitet. Dennoch ein bisschen locker hier und da. Der ist bombenfest. Ja. Ne, das sieht alles gut aus. Wenn man hier mit Schraubensicherungslack arbeitet, passiert in der Regel auch nichts. Und das hat sich ja auch hier bewahrheitet. 3 Jahre gefahren, das Fahrzeug nicht geschont. Und es sieht alles gut aus. Auch hier nochmal alle Schrauben mal so ein bisschen kontrollieren, mal so ein bisschen nachziehen, handfest anziehen. Das macht alles einen vernünftigen Eindruck. Da haben wir auch noch eine Kardanwelle vom Motor ins Getriebe. Ist auch alles fest. Dann kommen wir jetzt zu meinem kleinen Fazit. Ist nach 3 Jahren null Wartung alles kaputt? Ich denke nicht. Wenn irgendwelche großen Defekte auffallen, machen diese meistens Geräusche. Ich empfehle dir also, wenn du mit deinem Auto unterwegs bist, höre zwischendurch mal genauer hin. Hörst du ein komisches Knacken? Hörst du etwas, was lauter wird? Lässt irgendwas zum Beispiel auf defekte Kugellager schließen? Das sind alles so Dinge, die du während der Fahrt hören kannst. Wenn dir sonst an deinem Auto nichts auffällt, dann bin ich der Meinung, reicht es einmal im Jahr, die wichtigsten Schrauben nachzuziehen, mal zu gucken. Wenn dir eine Schraube auffällt, die vielleicht besonders locker ist, dann mach die doch mal mit Schraubensicherungslack fest. Und wenn dein Getriebe sauber schaltet, du vielleicht so wie ich auch gar kein Fett in deinen Differentialen hast, dann brauchst du dich um deine Differentiale in meinen Augen gar nicht zu kümmern. Meinen TRX4 zum Beispiel von Traxxas, den habe ich seit 5 Jahren und ich habe nicht einmal ins Differential reingeschaut. Wo die einen sagen, Vollkatastrophe, um Gottes Willen, das musst du fetten, da musst du nachgucken. Ja, Vorsorge ist besser als Nachsorge, aber ich bin auch der Meinung, dass ich ein sehr empfindliches Gehör habe und ich merke, wenn irgendwelche Defekte vorhanden sind. Man kann also sagen, dass nach jahrelanger Wartung ein Fahrzeug nicht kaputt ist und auch ein Fahrzeug, was ständig gewartet wird,
kann jederzeit kaputt gehen. Natürlich ist es gut, ein Auge auf das Fahrzeug zu haben und gewisse Dinge in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren. Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Aber wenn alles tadellos funktioniert und dir im normalen Gebrauch nichts auffällt, dann hat das Fahrzeug bis dato keinen großen Schaden. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Jetzt schreib du mir doch mal in die Kommentare, wie oft wartest du dein Fahrzeug? Wie oft machst du eine kleine oder große Inspektion? Und was steht dabei bei dir auf dem Zettel? Das würde mich interessieren. Ich gehe jetzt erstmal raus mit meinem dicken HGP 802, der nach 3 Jahren immer noch super funktioniert, wo nichts dran ist, und habe damit jetzt ein bisschen Spaß. Und wenn ich vielleicht mal Lust habe, dann gucke ich mir das mal an hier mit den Knochen, ob man da irgendwas machen kann. Vielleicht auch nochmal Filz ringsrum, dass das Ganze ein bisschen fester wird. Aber es ist nichts kaputt, die Kugellager laufen. Von daher ab ins Gelände. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal, dein World Control RC.